bisschen schlauer sind wir jetzt, aber noch nicht totally schlau. Na, beim Baum finden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Deswegen sollten wir uns da keine so großen Gedanken machen. Laden wir mal das Ganze hier nach. Dann schauen wir uns doch mal einfach... Eines Leiche hing an diesem Baum. Wieso hat der Mörder die Leiche nur aufgehängt? Ja, das will ich auch gerne wissen. Schau, der Abdruck im Gras. Hier haben wir einen Hinweis gefunden. 2 umgekniete Gräser. Geil, 2 umgekniete Gräser. Noch eins. Okay, jetzt haben wir 2 Sachen. Profilerstellung. Starten. Okay, es ging dahin. Diesen Holzspan fallen gelassen. Jetzt stand er an dem Baum, hat nachgedacht, was er wohl tut als nächstes. Aber einer musste ja eigentlich schon tot sein zu dem Zeitpunkt. Was ist dann passiert? Das wissen wir nicht. Aber es ist interessant, wie ganz langsam eins nach dem anderen hier zunimmt. Ein Bild an so einem Ort. Bild einer Weste mit Löchern. Was ist das denn? Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich habe keine Ahnung. Beim nächsten Mal mache ich es vielleicht eher nicht die ganze Zeit. Weil das ist ja quasi immer die Wiederholung und Wiederholung, Wiederholung. Aber es finde ich interessant, das zu sehen, wie sich eins nach dem anderen immer deutlicher wird. Okay, das hat das damit zu tun. Ja, für den letzten fehlt uns noch das. Okay. Konnte das nur passieren? Aber was konnte hier noch passieren? Was? Haben wir irgendwas übersehen? Ein kleines Detail. Irgendwas muss hier noch sein. Aha! Das versteckt sich natürlich in einem Vogelnest, da wo Beweismittel immer gerne zu sehen sind. So. Stück eines hochrackigen Schuhs. Scheinbar hat sie ihren Absatz verloren. Jetzt wissen wir alles. Können wir das Puzzle zusammenpuzzeln? Das runde Objekt. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He's really enjoying it. A sicko. And he knelt down. And disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion.
Zach, what was he doing in front of Anna? Jetzt haben wir das Puzzle zusammen. Profile-Erstellung starten! Der Holzspan. Ich weiß nicht, was mit dem Holzspan ist. Er betete. Eine Göttin. Den hatte sie verloren vorher. Das ist jemand anderes also. Ich verstehe. Oder verstehe ich es nicht? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsung, or unknown subject, offered prayers to Anna's body. Its bitten out tongue, massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So, who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Angst. Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Okay. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like Was this? ist das denn? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. Sägewerk. The old lumber Klar. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Okay, diesmal bleibe ich auch wirklich bei Ihnen. Ich habe ja Mittag gegessen. Lunch. Profilerstellung. Yay. Ist immer noch der erste Tag. Abgeschlossen. Okay. Ja, mein Lohn wurde gerade wieder geringer. Ich verstehe das einfach nicht, an was das gemessen wird. Ja, wir huschen hier ganz schön schnell hin und her. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so gedacht ist. Diana ist ja sowieso nicht da. Die kommt erst in ein paar Tagen. Das heißt mindestens 2. Das heißt, wir können momentan so machen, was wir wollen. Mehr oder weniger. Also machen wir das auch. The lumber mill is pretty far from Schon here. wieder. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. Liebe und Hass. Das ist ja... I will say this, though, George.
Profiling is a risky business. beieinander. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Yeah, wir haben eine andere Musik. Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte, wo wir denn überhaupt hinfahren müssen. Wir werden hier von einem Ort zum nächsten gehetzt. Habe ich so das Gefühl. Und jetzt müssen wir wieder eine lange Strecke zurückfahren. Er wird jetzt einfach nur noch hochgehen, aber das machen wir nicht. Was ist das? Blümchen pflücken können wir auch noch. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Also einfach nur die Straße runterfahren und dann nach rechts. Und dann kommen wir da schon wieder hin. Mache ich denn den Scheibenwischer nochmal an? So mache ich ihn. So. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know for sure, but it sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry to have the place torn down. Probably a relief of it. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. That's right, from your point of view. But the perpetrator selected the lumber mill. Agent York, you seem very confident about this. Confident? No. Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we've seen. That sounds exactly like being full of confidence, at least to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of fact sometimes. Bear that in mind. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself, and let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? Okay. Gebe ich halt Gas. Da steigt unser Adrenalin durch den Turbo. Warum auch immer. Was auch immer 5 km/h mehr ausmachen. Nutzen wir hier ein bisschen ab. Ja, von sowas steigt nicht sein Puls. Ja. Mal das Licht hier an. Ach, egal, lassen wir die Blume sein. Wir haben was Wichtiges zu tun. Wir müssen zum Sägewerk um jeden Preis. Scheinbar. Vielleicht finden wir da ja was. Ich würde so gerne hier die ganze Stadt erkunden, aber scheinbar... Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, man sollte das am besten jetzt machen, solange das hier alles frisch ist. Weil sonst weiß man es irgendwann nicht. Und ich meine, wie gesagt, wir müssen auf die eine Frau sowieso warten. Vielleicht ist das ja jetzt noch der letzte Tatort, den wir ergründen können. Für heute. Man weiß es ja nicht. So. Let's go and find out if your facts can be trusted. You're full of confidence, right? Let's get to the lumber mill. Also ist ja schon quasi... Hier. So, hier kommen wir runter. So, vorsichtig. Ah, dieses Fahren hier ist echt schlimm. Vor allem doch bei diesem Unwetter. Wir
frage mich die ganze Zeit, wer denn hier sagt, dass das Wetter gut ist, aber erst am Abend regnet. Es regnet die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. So, wir sind da. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore, Yes? Furthermore what? to me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Ganz einfach. Er sagt's einfach. Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. I'm sorry, but I'm just doing my job. Ja, lass den doch mal machen. Der weiß schon, was er macht. Glaube ich. Hoffe ich doch. Am Ende stellt sich raus, er ist der Mörder. Aber ist ja schon ein bisschen komisch. Einsatzmesser, großes Bowie-Messer. Reichweite kurz, Tempo hoch, Stärke gering, Haltbarkeit hoch.